Hallo meine kleinen Kunsthasen und willkommen zum heutigen Motiv. Wir malen diesen kleinen Pilz mit einer müden Biene. Einmal in Brushpens und einmal mit Aquarellfarben. Holt eure Malsachen und los geht's. Die rechte Seite machen wir mit Aquarell und die linke mit Brushpens. Und wie immer starten wir mit einer Vorzeichnung. Heute habe ich einen Bleistift genommen und wir malen als erstes den Kopf vom Pilz. Das heißt, wir malen einen halbrunden Kreis nach oben, dann ein leichtes Oval nach unten und schon ist der Kopf vom Pilz fertig. Daraus kommt dann der Stängel oder wie das heißt vom Pilz, so ein bisschen breiter. Und dann können wir noch leicht die Lamellen von dem Pilz sehen. Das war jetzt ein bisschen zu großzügig gemalt, aber es geht. Die Ecke hat mir nicht gut gefallen, also nochmal radiert und ein bisschen runder gemacht. Ihr könnt den Kringel, wo man die Lamellen sieht, auch ein bisschen kleiner machen, dass man nicht so arg schräg von unten guckt. Aber ja, wir machen das in diesem Bild jetzt so. Einmal unten noch Gras hinmachen, hinter dem der Pilz verschwunden ist. Und hier bekommt er zwei große, runde Augen, wo er nach oben guckt und diese kleine Biene, die gleich noch bei ihm oben auf dem Pilzhut liegt, dann anschaut. Genau, und diese kleine Biene, die ist unterwegs gewesen und hat so viel Honig gesammelt, dass sie ein kleines Mittagspäuschen braucht. Und die hat sich jetzt einfach mal für einen kleinen Powernap auf diesen Pilz gelegt. So, wir malen sie schlafend, also die Augen zu, aber glücklich. Hier die Fühlerchen und später malen wir noch die Beinchen in alle Richtungen weg. Wir können schon mal die Blickrichtung vom Pilz machen und hier die Augenbrauen. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite, die gleiche Vorzeichnung nochmal, weil wir es mit Brushpens malen. So, ihr habt gesehen, wie es geht. Zack, los geht's. Hier oben noch die kleine Biene hin. Und dann ist die Vorzeichnung fertig und wir schnappen uns unseren Feinliner. Dann einmal alles umfahren. Guckt, dass ihr die Linie nimmt, die ihr braucht, weil, ja, da habe ich die Linie zu weit gemacht. Hier hätte ich Platz lassen müssen, wo der Stängel von den Lamellen unten rauskommt. Jetzt habe ich hier die Linie zu viel. Jetzt schauen wir mal später, was wir daraus machen. Wir lassen es mal so und machen das Bild einfach unbeirrt weiter. Kleine, hübsche Fehler, die wir jetzt einfach im Bild lassen und später korrigieren oder was draus machen. Wir schauen mal. Linke Seite, wo wir mit Brushpens später malen, auch einmal die Vorzeichnung machen mit dem Feinliner. Und wenn dann der Feinliner getrocknet ist, könnt ihr euch einen Radiergummi nehmen. Ich nehme mal einen Knetradiergummi, weil der ein bisschen feiner ist fürs Papier und radiere die Stellen weg. Und dann können wir ans Kolorieren gehen. Ihr seht, mir ist das Bild verrutscht. Ich habe es erst später gesehen, dass die Kamera den unteren Teil jetzt nicht aufnimmt. Nicht schlimm, ich zeige euch das später nochmal. Und dann fahren wir mit dem Brushpen die Innenseite von dem Pilz einmal nach. Ganz vorsichtig, es soll ein Fliegenpilz werden, dass die weißen Punkte, die hier dann von dem Pilz nachher übrig bleiben sollen, nicht angemalt werden. So viel Farbe reicht schon. Schnappt euch einen Pinsel, nass machen, abtupfen und dann können wir die Pigmente von den Brushpens aktivieren und ein bisschen verteilen. Das Gute ist, wenn ihr in der Innenseite von dem Pilz das dunkle Rot habt und das dann einfach mit dem Pinsel nach außen wischt, dann habt ihr so einen leichten Farbverlauf drin. Das heißt, da ist die Innenseite dunkler als die helle Seite und das sieht gleich viel lebendiger von dem Pilz aus. Versucht, um die Punkte rumzufahren. Wir haben hier auch noch zwei Möglichkeiten. Wir könnten die Punkte mit Maskierflüssigkeit schützen, dass sie nicht übermalen. Später können wir uns aber auch noch dann einen weißen Gelstift nehmen und die Punkte einfach wieder weiß ausmalen. Hier auf der Seite auch Pinsel nass machen, Pigmente aktivieren und nach außen verwischen. Und dann haben wir auch schon gleich einen kleinen Verlauf. Die Ränder noch mitnehmen, dass nicht so viele weiße Blitzer sind. Und dann haben wir den Fliegenpilz mit Brushpens fertig. Wenn ihr das eher ein bisschen flächiger wollt, könnt ihr die Fläche auch einfach komplett mit dem Brushpen ausmalen und lasst den Schritt mit dem Pinsel einfach weg. Dann ist die Fläche halt sehr grafisch. So, hier müssen wir gar nicht die komplette Fläche ausmalen. Hier machen wir einfach nur beim Pilz die linke Seite mit einem hellen Beige. Dann hier auch einen feuchten, frisch rausgewaschenen Pinsel nehmen und die Farbe von links nach rechts verwischen, um einen leichten Verlauf zu bekommen.
Wenn sich die Farbe manchmal nicht so gut anlöst, einfach den Pinsel nochmal ein bisschen nasser machen und nochmal die Pigmente besser anlösen. Wenn ihr zu wenig Farbe habt, dann einfach nochmal mit dem Brushpen an die Stelle unten ein bisschen Farbe hin und mit dem Pinsel dann wieder aktivieren und verwischen. Das geht eigentlich ganz gut. Meistens ist es sinnvoller, erstmal ein bisschen weniger Farbe zu nehmen, es auch mal trocknen zu lassen und dann lieber nochmal drüber zu gehen, bevor es zu viel Farbe ist. Hier möchte ich in der Mitte das ein bisschen dunkler haben, also nochmal ein bisschen Farbe vom Brushpen drauf und mit dem Pinsel verteilen, dass es so einen leichten Verlauf gibt, dass es in der Innenseite dunkel ist und nach außen heller wird. Den Schritt wiederholen wir jetzt so oft, bis wir zufrieden sind, dass wir genügend Farbe haben und der Verlauf uns gefällt. Und dann lassen wir den Pilz erstmal oben gut trocknen und malen die kleine Biene an. Und der Kopf hier wird gelb, hier malen wir auch gelb und hier auch gelb. So, das lassen wir jetzt einfach mal so flächig. Ich habe erst später gesehen, dass mir hier die Kamera verrutscht ist. Jetzt gehen wir nämlich ans Gras von dem Pilz. Ihr werdet es gleich im nächsten Schritt sehen. Im Grunde, ich kann es euch erzählen, malt ihr auch, wie die Schritte gerade eben, einfach die Fläche, die wir als Gras gemacht haben, aus, machen den Pinsel nass und verwischen die Farbe in dem Bereich, wo wir das Gras gemalt haben. Wie es gerade beim Pinsel und wie auch beim Kopf. Ihr werdet es gleich sehen. Und dann könnt ihr den Schritt auch gleich mal nachmachen. Ich werde ihn gleich nochmal machen. Ich wollte die Sequenz nicht nochmal aufnehmen, weil ich dann alles nochmal hätte malen müssen. Und ja, kleine Fehlerchen passieren. Muss ich nächstens aufpassen, dass mir das Papier nicht zu sehr verrutscht. Und wenn ihr dann mit dem hier nicht vorhandenen Gras zufrieden seid, dann lasst die Stelle auch erstmal gut trocknen. In der Zwischenzeit ist wahrscheinlich auch der Pilzkopf schon fertig und unsere kleine Biene. Dann schnappen wir uns nochmal den Fineliner und die kleine Biene braucht ja noch ihre Fühler und ihre Beinchen, die sie so schlapp auf dem Pilz hängen lässt für ihre Pause. So, die malen wir hier auch noch rein und schon sieht sie ganz glücklich und zufrieden aus. Zwischenzeitlich ist der Pilz hier getrocknet und ich finde, auf der linken Seite könnte noch ein bisschen mehr Farbe hin. Also ergänzen wir das einfach. Farbe nochmal hinmachen mit dem Brushpen, so viel wie ihr zufrieden seid. Und dann nochmal den Pinsel nehmen und die Pigmente wieder anlösen und verschubsen. So, hier seht ihr das Gas, jetzt ist es sichtbar. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen und machen mit unserem Aquarellbild weiter. Hier nehmen wir auch einfach direkt aus dem Kasten ein schönes Rot und malen den ganzen Kopf vom Pilz einmal schön flächig aus. Und hier gilt dasselbe, ihr könnt die weißen Stellen entweder mit einer Maskierflüssigkeit schützen, dass ihr euch nicht aus Versehen die Farbe drüber läuft. Wir können aber auch hier später einen Gelstift nehmen oder weiße Acrylfarbe und die Tupfen nochmal nachträglich drauf machen. Dann einfach vorsichtig, damit uns da nicht so viel verläuft, die rote Farbe einmal drumherum und den Kopf vom Pilz ganz, ganz vorsichtig ausmalen. Und auch hier schläft die Biene ganz glücklich auf dem Pilz. Wir machen das heute mal, weil ich es ganz spannend finde, zu gucken, wie unterschiedlich so ein Motiv wird, wenn man andere Medien benutzt. Also wie es mit Brushpens ist und wie es mit Aquarellfarben ist. Und beide Motive sind auf ihre Weise eigentlich ganz hübsch geworden. Beide Materialien mag und nehme ich auch unheimlich gern. Sie haben beide ihre Reize, finde ich. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr lieber mögt. Brushpens oder Aquarellfarben? Das Rot lassen wir jetzt gut trocknen und können ans Gras gehen. Hier ist die Kameraeinstellung ein bisschen besser. Ich habe die Papiere einfach rübergezogen und habe das gar nicht gesehen, dass der Kamerawinkel jetzt da nicht mehr drauf ist. So, den Grün einfach aus dem Kasten nehmen und die Fläche ausfüllen. Einmal flächig das ganze Gras ausfüllen und dann können wir ja später nochmal mit einer zweiten oder einer dritten Schicht rübergehen, wenn ihr mögt.
So, wenn das Gras fertig ist, lasst das alles gut trocknen, bevor wir an den Pilzkörper gehen, weil sonst läuft uns die Farbe etwas und das wäre schade. Letzter Grashalm noch schön ausmalen und dann erstmal das Aquarell gut trocknen lassen, bevor wir in den nächsten Schritt den Pilzkörper anmalen. Hier könnt ihr nochmal ein bisschen die Blitzer wegmachen und dann sehen wir gleich, wenn es getrocknet ist, wie es uns gefällt. So, links unser Bild mit Brushpens, rechts mit Aquarellfarben und jetzt seht ihr auch links das Gras, wunderbar. Jetzt können wir weitermachen. Wir haben hier nochmal den Pilz mit Brushpens. Da wollte ich unten, dass die Farbe doch noch ein bisschen dunkler wird, also alles noch einmal mit dem Brushpen nachfahren und dass es nicht ganz so flächig aussieht, mit dem Pinsel ein bisschen verteilen, die Fläche. So sieht es auch schon ganz gut aus. Und ihr seht mit dem Gras, das war gar kein großes Hexenwerk, einfach mit diesem Grünton, der da links liegt, die Flächen vom Gras ausfüllen und mit dem Pinsel verwischen. Hier möchte ich auch, dass hier, wo die Lamellen beginnen, es dunkler ist und nach außen die Farbe heller wird. Da verteilen wir jetzt auch nochmal die Pigmente. Ich habe jetzt für dieses Bild die Koi Coloring Brushpens verwendet. Das sind natürlich wasserlösliche Brushpens. Nehmt einfach, was ihr zu Hause habt. Nehmt auch einfach die Farben, die euch gefallen. Ihr seht ungefähr den Farbton, den ich habe. Und ihr müsst euch nicht hier an Farbnummern halten, sondern nehmt einfach, was ihr habt oder was euch persönlich gut gefällt. Jetzt möchte ich hier, dass die Seite von dem Gras ein bisschen dunkler ist und das andere ein bisschen heller. Also habe ich noch mal ein bisschen Farbe gemacht und verblende das gerade, das Grün, was da ist, mit dem Grün, was ich neu gemacht habe. Das kann man ein paar Schritte so machen, bis euch das Gras gefällt. Und dann einfach nach unten habe ich es ein bisschen auslaufen lassen, die Farbe, dass es nicht so eine strikte Linie ist, sondern so einen leichten Verlauf nach unten hat. So ist das Brushbild erstmal fertig und wir machen jetzt mit unserem Aquarell weiter. Hier ist dasselbe wie gerade eben links. Ich möchte, dass auf der linken Seite von dem Pilz mehr Farbe ist und rechts ein bisschen weniger, den Verlauf darüber. Also habe ich hier nochmal das Ocker genommen, die Farbe genommen nach links und nach rechts rüber verblendet. Und auch hier nenne ich keine Farbnummern. Ihr seht, es ist ein Rot, es ist ein Ocker, es ist ein Grün. Nehmt gerade die Farben, die ihr da habt. Im Notfall mischt euch auch was Schönes. Und es geht ja auch darum, dass das Motiv euch nachher gefällt und dass ihr es einfach nachmalen könnt und nicht, dass ihr erst noch los müsst, irgendwas besorgen, sondern es sieht ja dann einfach ein bisschen anders aus, wenn ihr eure eigenen Farben nehmt und darum geht es ja auch. Hier habe ich dasselbe gemacht bei den Lamellen, an dem Körper vom Pilz nochmal Farbe dran gemacht und dann nach außen verblendet, indem ich es mit dem Pinsel gut verwischt habe. Und ihr habt ja vorhin gesehen, dass ich die eine Linie da gemacht habe, die eigentlich nicht hätte mit Feinliner gemalt werden sollen. Dann machen wir jetzt einfach eine Art Stirnband für unseren kleinen Pilz. Hier nochmal die Linie verstärkt und einfach schräge Linien drüber gemacht. Und wir haben einen Pilz mit einem kleinen Stirnband. So, Problem gelöst, sieht hübsch aus. Und so sehen unsere beiden Pilze bis jetzt aus. Wir sind auch schon fast fertig mit unserem Motiv. Natürlich braucht die Biene jetzt auch noch schwarze Streifen. Wenn das Rot gut getrocknet ist, gehen wir einfach mit unserem Feinliner da rein und malen die Fläche aus. Ihr könnt es natürlich auch mit schwarzer Aquarellfarbe machen, wenn euch das lieber ist. Jetzt bekommt sie auch noch ihre schwarzen Streifen. So. Noch die Flächen hier ein bisschen nachfahren. Dann war jetzt der Stift ein bisschen vorne, da war so ein kleiner Fussel dran, deswegen sind mir jetzt die Linien etwas zu dick geworden, aber hat auch seinen Charme. Die Fühlerchen nochmal drüber und so sieht unser Motiv bis jetzt aus. Ich habe es nochmal mit einem anderen Feinliner nochmal drüber gegangen, mit einem 5er, aber die Linien waren jetzt halt schon mal ein bisschen zu dick geworden. Es war so ein ganz klitzekleiner Fussel dran, den hätte ich wegmachen müssen, aber gut. Die Flügel machen wir nochmal ein bisschen so Linien dran, damit man sieht, dass es Fühler sind. Dann bei den Lamellen malen wir hier nochmal so kleine Striche hin. Das sieht ein bisschen akkurater aus, finde ich, als wenn es jetzt nur so lange Linien sind. Das löst die Fläche noch so ein bisschen auf. Dann bei den Linien, wo Farbe drüber ist und sie nicht mehr ganz so stark ist, könnt ihr sie nochmal mit Feinliner umfahren.
So, nochmal über den Mund drüber, nochmal die Augenbrauen und dann sind die Linien wieder gut sichtbar und ist nicht so viel Farbe drüber. So, unsere beiden kleinen Pilzchen. Ihr seht, ein Motiv, 2 Medien, unterschiedliches Ergebnis und beide haben ihren Charme. Ihr könnt jetzt das Bild so lassen oder ihr könnt auch als Hintergrund mit ganz viel Blau einfach einen kleinen Himmel andeuten. Hier habe ich beim Aquarellbild alles einmal mit Wasser angefeuchtet, ganz wenig Kurlinblau genommen und einfach mal die Farbe um den Pilz rum verteilt, dass einfach so wie so ein leichter Himmelhintergrund ist. Ganz dünn einfach die Farbe um den Pilz verteilt und vorsichtig, nicht zu sehr in die Linien fahren, ganz kleinen Abstand lassen. Wenn ihr seht, ihr habt keine Pigmente mehr, wieder aus dem Kasten holen und dann in das feuchte Papier die Farbe verteilen, dass ihr einen kleinen Himmel habt. Ihr könnt es, wie gesagt, aber auch in Weiß einfach so lassen. So, das gut trocknen lassen und dann hat die kleine Biene noch keine Füßchen, die einfach ganz schlapp von der Biene weg auf den Pilz zeichnen, dass sie hier wirklich liegt und sich ausruht. So sehen die beiden Motive jetzt aus. Einmal unsere Brushpen, ich habe hier die Coil Coloring Brush und einmal hier mit Aquarell, das sind Reutalens Aquarellkasten. Und ja, wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr natürlich den linken Pilz jetzt auch noch einen Himmel geben. Ihr seht, den Stift habe ich schon heiß und innig benutzt. Ist vorne ein bisschen franzig, aber die Farbe kriegen wir da raus. Und das ist ja das Wichtigste. Für großflächige Motive geht es noch. Dann einfach hier auch mit Brushpens die Farbe verteilen, einen feuchten Pinsel nehmen, Pigmente anlösen und auch hier vorsichtig um den Pilz rum verteilen, dass wir einen leichten blauen Himmel haben. Wenn die Farbe nicht gut rausgeht, den Pinsel nochmal nass machen und dann die Farbe verteilen. So ihr Lieben, und dann wären wir auch schon am Ende von unserem heutigen Motiv. In diesem Sinne, ist dein Bild dir gut geglückt, hat dich die Mallust voll entzückt, so da ist es, schick es mir, denn Kunst beginnt genau bei dir. Wenn ihr Lust habt, schaut auf Instagram auf meinem Kanal vorbei, werdet Teil der Community und wenn ihr das Bild nachgemalt habt, verlinkt mich gerne, dass ich euch finde und ich kann es dann reposten und ich würde mich mega über eure Ergebnisse freuen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was hat euch besser gefallen, Brushpens oder Aquarell? Mich würde mal interessieren, mit welchem Medium ihr arbeitet. Und ja, das ist unser Motiv für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.